In diesem Video nähen wir gemeinsam diesen sommerlichen Jumpsuit. Ich liebe den Schnitt, der ist einfach so richtig perfekt für Leinenstoffe, Musselinstoffe, eine schöne Viskose, der fällt richtig schön und ist dazu noch richtig bequem. Also einfach perfekt für deinen nächsten Urlaub oder auch einfach zu Hause im Sommer mal schnell drüber ziehen. Ideal. Dann lass uns mit der Nähanleitung starten. Das Oberteil und die Hose werden erstmal separat voneinander genäht. Wir starten mit der Hose. Nimm dir jetzt die beiden Vorderteile der Hose, leg die rechts auf aufeinander. Wir schließen erstmal die Schrittnaht, steck dir das gut fest und wir nähen mit 1 cm Nahtzugabe und versäubern die offene Kante entweder mit der Nähmaschine und einem Zickzackstich oder mit deiner Overlock. Viele nähen ja auch die Naht schon direkt mit der Overlock. Ich bevorzuge das erstmal mit der Nähmaschine abzunähen. Vor allem, wenn das Schnittmuster Rundung hat, finde ich, kann man hier einfach genauer nähen. Und dann nähe ich die offene Kante nochmal mit 3 Fäden meiner Overlock ab. Den Schritt wiederhole ich für das Rückteil der Hose. Auch hier die Schrittnaht schließen und die offene Kante versäubern. Leg jetzt das Vorder- und Rückteil rechts auf rechts aufeinander und wir schließen jetzt genauso wie vorher die Seitennähte. Also jetzt wird erstmal sehr, sehr viel geradeaus genäht und versäubert. So sieht das jetzt aus und als nächstes schließen wir jetzt noch unten die Naht. Auch hier lege ich den Stoff rechts aufeinander. Ich achte darauf, dass die Naht genau aufeinander trifft und schließe das hier mit einem Geradstich. Um sicherzustellen, dass die Naht hier wirklich aufeinander trifft, nähe ich immer von der Mitte aus. Also ich nähe von der Naht aus einmal nach links runter und dann einmal nach rechts runter. Und jetzt nähen wir das Oberteil. Nimm dir dafür einmal das Rückteil mit der rechten Seite zu dir gelegt und da lege ich jetzt die beiden Vorderteile rechts auf das Rückteil und schließe die Schulternaht. Die Schulternaht ist ja in einem auch der Ärmel, deshalb ist das hier ein bisschen länger. Auch hier mit einem Geradstich und ich versäubere das Ganze mit meiner Overlock oder du kannst wieder einen Zickzackstich nehmen. Das mache ich mit beiden Seiten und dann machen wir weiter mit der Seitennaht oder auch dem Ärmel. Wie gesagt, das ist ja ein Schnittteil. Auch hier haben wir wieder eine Rundung. Ich empfehle dir hier erstmal mit der Nähmaschine zu nähen, einfach, dass die Rundung schöner wird und dann mit der Overlock nur abzunähen, die offenen Kanten. Wenn du das jetzt auf rechts wendest, siehst du, dass die Naht erstmal sehr gekräuselt ist. Das liegt daran, dass wir hier eine Rundung haben. Das jetzt erstmal richtig gut mit dem Bügeleisen abbügeln. Nimm dir dafür ein bisschen Zeit, dass das wirklich schön fällt und dann sollte das Ganze so aussehen, dass es dann auf jeden Fall schön tragbar und sollte keine Falten mehr werfen. Weiter geht's mit dem Ausschnitt bzw. der Versäuberung des Ausschnitts. Dafür hast du dieses lange Schnittteil hier und das wird im schrägen Fadenlauf zugeschnitten, denn das Schnittteil muss ein bisschen elastisch sein. Wenn wir das im schrägen Fadenlauf zuschneiden, siehst du, dass es ein bisschen elastisch wird und dadurch kann man das einfach schöner um den Ausschnitt drum herum legen und das Ganze fällt am Ende schöner und steht nicht nach oben hin ab. Da das Schnittteil aus 2 Schnittteilen besteht, habe ich die erstmal rechts auf rechts an der kurzen Seite zusammengenäht und die Naht auseinandergebügelt und jetzt stecke ich mir das Schnittteil um den Ausschnitt herum rechts auf rechts. Ich nähe hier wieder mit 1 cm Nahtzugabe. Die offene Kante wird nicht versäubert, denn damit nähen wir jetzt weiter. Auch hier fange ich wieder in der Mitte aus an zu nähen und nähe dann zu beiden Seiten runter. Einfach, dass ich sicherstellen kann, dass sich hier nichts verzieht und ich am Ende irgendwie zu viel Stoff dann in der Mitte oder am Ende habe. Die Schulternaht sollte hier nach hinten liegen, also zum Rückteil hin, aber das ist wirklich nur persönliche Präferenz. Und wenn du an der Schulternaht angekommen bist, nähe hier einfach langsam und kannst zwischendurch auch mal das Nähfüßchen heben, den Stoff zurechtlegen, dass hier keine Falte mit eingenäht wird. Wenn du das gemacht hast, dann geht es ans Bügeln. Bügel jetzt erstmal die Naht flach auseinander und jetzt ist es einfacher, wenn du das Oberteil auf links drehst, denn wir bügeln als nächstes die offene Kante über die Nahtzugabe. Mach das einmal ringsherum. Und wenn du das gemacht hast, schlag diese Kante jetzt noch einmal ein. Das sollte jetzt ganz genau passen, dass hier so eine richtig schöne, saubere Kante entsteht und man dieses Schnittteil gar nicht mehr von außen sieht. Die offene Kante verschwindet damit auch in der Naht. Hier brauchst du wirklich richtig viele Stecknadeln oder Klammern, damit das schön ordentlich wird. Nähe das jetzt einmal ganz knapp kantig von links ab. Auch hier an der Schulternaht wieder langsam nähen, um sicherzustellen, dass das schön sauber wird und dass du keine Falten mit einnähst.
Und wenn du das einmal ringsherum gemacht hast, dann sieht das so aus. Ich finde, das ist eine richtig schöne Verarbeitung. Von vorne sieht man nur eine Naht und von der linken Seite sieht es einfach schön ordentlich aus. Weiter geht's. Jetzt wird die Hose mit dem Oberteil verbunden. Aber um das zu machen, versäuber bitte erstmal die offenen Kanten jeweils vom Oberteil und auch von der Hose. Ich nutze hier 3 Fäden meiner Overlock, weil wir ja nichts zusammennähen, sondern nur versäubern. Du kannst das aber genauso gut mit einem Zickzackstich deiner Nähmaschine machen. Auf der Hose findest du 2 Markierungen, also 2 Knipse. Die solltest du übrigens noch durch die Overlocknaht durchsehen. Falls nicht, dann markier dir die nochmal mit dem Schnittmuster. Die 2 Knipse findest du auch auf den beiden Vorderteilen. Leg jetzt das Oberteil und die Hose rechts auf rechts ineinander. Und zwar so, dass du die beiden Knipse aufeinander legen kannst. Also das Vorderteil der Hose trifft jetzt die beiden Vorderteile des Oberteils. Und von den Knipsen fange ich jetzt an, ringsherum das Oberteil an die Hose zu stecken. Und bevor ich jetzt mit dem Nähen beginne, markiere ich mir hier noch die Nahtzugabe, damit ich gleich genau sehen kann, von wo ich nähe und wo ich dann ende. Ganz wichtig, wir markieren hier und wir nähen mit einer Nahtzugabe von 1,5 cm. Denn die Nahtzugabe wird jetzt im nächsten Schritt auch gleichzeitig der Tunnelzug für das Gummi. Und da das Gummi 1 cm breit ist, brauchen wir hier mindestens 1,5 cm Nahtzugabe, damit das Gummi dann schön durchpasst. Im Zweifelsfall nimm hier lieber ein bisschen mehr Nahtzugabe als zu wenig. Die Nahtzugabe bügele ich jetzt einmal ringsherum flach auseinander. Wir nähen jetzt den Tunnelzug. Dafür nähe ich die Nahtzugabe an die Hose, einmal ringsherum. Und das mache ich ganz knappkantig. Wie gesagt, wir haben ja hier das 1 cm breite Gummiband, das durchpassen muss. Und dann haben wir noch ca. 0,5 cm Spielraum. Das heißt, ich nähe hier ungefähr mit einer Nahtzugabe von 1,3 cm. Also richtig knappkantig. So kann ich mir sicher sein, dass das Gummi gleich problemlos durchpasst. Denkt daran, noch eine kleine Öffnung für das Gummi zu lassen. Bevor wir das Gummi aber jetzt durchfädeln, ist es einfacher, erst noch das Oberteil zu versäubern. Hier hast du 2 Möglichkeiten. Du kannst die Nahtzugabe einfach einmal umbügeln und dann knappkantig feststeppen. Ich finde das aber schöner, wenn die offene Kante hier im Saum verschwindet. Deshalb bügele ich das doppelt um. Wir haben ja 1,5 cm zur Verfügung. Ich bügele hier erstmal 0,5 und dann nochmal 1 cm um und stecke mir das ringsherum mit Nadeln und Klammern fest und das steppe ich dann ganz knappkantig ab. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du jetzt das Gummiband einziehen. Die Standardmaße für das Gummi habe ich dir im Schnittmuster angegeben und auch in der Anleitung. Ich würde dir aber empfehlen, das einfach individuell auszumessen. Dann passt der auch richtig perfekt. Und dafür das Gummi einfach an der Taille anhalten und auf deine Maße zuschneiden. Rechne hier noch ca. 1 cm Nahtzugabe mit ein. Und dann kannst du dir eine Sicherheitsnadel schnappen und das Gummi einfädeln. Achte darauf, dass das nicht verdreht ist, bevor du das jetzt mit einem Zickzackstich übereinander legst und schließt. Jetzt wäre auch der Zeitpunkt, den Jumpsuit einmal anzuprobieren, mal schauen, ob das wirklich so passt, denn jetzt könntest du das Gummi noch problemlos kürzen. Falls das aber alles so passt, dann schließ die Öffnung mit einem Geradstich. Achte darauf, dass beim Nähen der Öffnung der Stoff gerade aufliegt. Dafür ziehe ich das Gummi von hinten und von vorne, bis der Stoff gerade liegt. Und so sieht das jetzt aus. Ich finde, das ist echt eine richtig schöne Verarbeitung, sieht richtig ordentlich aus. Jetzt nur noch die Ärmel und die Hose säumen. Hier habe ich einen kleinen Saum vorgesehen und
und zwar von 2 cm. Das heißt, du bügelst den Saum einmal 1 cm nach innen und weitere 1 cm nach innen. Die offene Kante verschwindet so in dem Saum und das einmal knappkantig abnähen. Und das kannst du für Ärmel und Beine machen und dann ist dein Jumpsuit auch schon fertig. Ich hoffe sehr, er gefällt dir. Falls ja, freue ich mich über einen Kommentar unter dem Video. Schau gerne auch mal auf meinem Kanal vorbei, da findest du ganz viele andere Schnittmuster, Nähideen und so ein paar kostenlose Schnitte. Ich wünsche dir viel Spaß bei all deinen kreativen Plänen. Wir sehen uns in einem neuen Video.